Anfang des Jahres hat uns Grand Seiko mit dem Tentagraph überrascht. Einem Mechanikchronographen mit Highbeat-Kaliber und weiteren technischen Leckerbissen wie Schaltrad, vertikaler Kupplung und einem doppelten Federhaus. Hier zeigen wir euch das Modell ausführlich mit Unterstützung von Grand Seiko. Tatsächlich ist der Tentagraph der erste Mechanikchronograph von Grand Seiko. Namensgebend für den Automatikchronographen ist die erhöhte Schwungfrequenz der Unruh, die den Sekundenzeiger mit ihren 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bzw. 10 pro Sekunde, genau 10 Teilschritte pro Sekunde vollführen lässt. Der Tentagraph ist mit einem Gehäuse aus Titan ausgestattet, das 43,2 mm im Durchmesser und 15,3 mm in der Höhe misst. Das Saphirglas auf der Oberseite wird von einer schwarzen Keramiklünette umrahmt, die mit einer Tachymeterskala ausgestattet ist. Auf Kronseite schützt ein Kronenschutz die verschraubbare und mit GS signierte Krone vor Stößen. Und das bis 10 bar wasserdichte Gehäuse ist, wie auch das Gliederband, größtenteils satiniert, bietet aber auch glänzende Flächen, die in Handarbeit mittels Zaratsu-Technik poliert werden. Das absolute Highlight des Tentagraphen ist aber, wie so oft bei Grand Seiko, das Zifferblatt. Hier macht den Japanern niemand etwas vor. Die Verarbeitung ist so tadellos, dass man selbst bei den Makroaufnahmen meinen könnte, es würde sich um 3D-Renderings handeln. Besonders die Stundenmarker sind perfekt gearbeitet. Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind die feinen Riefen auf der Oberseite. Je nach Lichteinfall wirken sie wie eine völlig glatte Oberfläche. Beispielsweise der Stundenmarker bei der 12 ist wohl ca. 3,6 mm lang und darauf finden sich, ich habe nachgezählt, 56 Rillen. Das bedeutet, es gibt eine Rille alle 0,64 mm bzw. alle 64 Mikrometer. Das ist ungefähr so viel wie ein einzelnes Haar. Die Stundenmarker sind an der Seite abgeschrägt und glänzend poliert. Das blaue Zifferblatt bietet außerdem eine feine Struktur in Form von welligen Linien, die auf das Zifferblattzentrum zulaufen und an den Berg Ilfate erinnern sollen. Das hat bei entsprechender Perspektive einen ähnlichen Effekt wie ein Sonnenschliff. Damit das Zifferblatt trotz der Struktur eine glatte Oberfläche hat, wird es mit einem transparenten Lack überzogen. Für einen sauberen Abschluss ist die Datumsanzeige außerdem mit einem Fensterrahmen umsäumt. Die Hilfszifferblätter für die kleine Sekunde auf der 3, Stundenzähler auf der 6 und Minutenzähler auf der 9 sind ein kleines Stück zurückgesetzt. Die Hauptzeiger für Stunden und Minuten sind auf der Oberfläche satiniert und haben schwarz polierte, anglierte Kanten. Der große lackierte Sekundenzeiger gehört als Stoppsekunde zur Chronographenfunktion und bewegt sich mit seinen 10 Teilschritten besonders flüssig über das wirklich herausragend gearbeitete Zifferblatt des Tentagraphen. Die umlaufende Skala mit 5 Zwischenstrichen macht es möglich, Zehntelsekunden abzulesen, da der Zeiger immer auf oder zwischen den Strichen landet. Er wird angetrieben durch das Kaliber 9SC5, was auch durch die Rückseite des Gehäuses durch einen Sichtboden zu sehen ist und uns extrem an ein anderes Kaliber von Grand Seiko erinnert. Kein Wunder, denn es basiert auf dem Dreizeiger Highbeat Kaliber 9SA5, das auch in der Evolution 9 White Birch verbaut wurde, das wir uns in einem anderen Video bereits angeschaut haben. Das heißt, es gibt hier ein doppeltes Federhaus, einen Rotor mit beidseitigem Aufzug und die eigens entwickelte Doppelimpulshemmung von Grand Seiko, die mit einer neuartigen Unruh mit Regulierschrauben ausgestattet ist. Wir haben das Werk ziemlich ausführlich im White Birch Video erklärt, welches ich euch daher einfach in der Beschreibung verlinke. Der Tentagraph bietet im Vergleich natürlich eine entsprechende Funktion mehr, und zwar den Chronographen. Die mechanischen Komponenten dafür verstecken sich jedoch zifferblattseitig und sind daher leider nicht einsehbar. Eigentlich schade, denn Grand Seiko verbaut nicht nur ein Säulenrad, sondern auch eine vertikale Kupplung, die auf Reibung basiert und die im Vergleich zu einer horizontalen Zahnradkupplung für ein besonders ruckfreies Anlaufen der Stoppsekunde sorgt. In der Animation von Grand Seiko werden diese technischen Details deutlich, ebenso wie die zifferblattseitige Anordnung des Chronographenmoduls. Natürlich ist es etwas schade, dass wir das Schaltrad nicht durch den Sichtboden bei der Arbeit beobachten können,
Der Blick auf das wunderschön verzierte Uhrwerk lohnt sich aber trotzdem, zumal die technischen Vorteile natürlich weiterhin gegeben sind. Auf den Oberflächen sind verschiedene Schlifftechniken wie Genfer Streifen und Perlage zu sehen und die Kanten sind angliert und schwarz poliert. Das doppelte Federhaus sorgt für eine Gangreserve von 72 Stunden bei Vollaufzug, auch wenn der Chronograph mitläuft, und das bei der energieintensiveren Hochfrequenz Unruh. Bei gezogener Krone steht die Unruh still, weswegen wir hier die neuartige Form mit Ausgleichsgewichten etwas genauer anschauen können. Sie bekommt eine eigene Brücke. Der Rotor mit Grand Seiko Schriftzug und Löwenlogo trägt bei diesem Modell auch den Schriftzug Tentagraph und ist skelettiert, wodurch noch etwas mehr vom Uhrwerk zu sehen ist. Der Grand Seiko Tentagraph ist jedenfalls ein würdiger erster Mechanikchronograph von Grand Seiko. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich klasse und auch die technischen Details sind überzeugend. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 14.300 € lässt sich Grand Seiko den Schnellschwinger natürlich auch entsprechend bezahlen. Was meint ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Einen Link zur Uhr findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.